Diebe bei uns auf die Farm gekommen sind und mir Hühner geklaut haben. Sehr ratlos, habe nicht gewusst, was ich tun soll. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. In meinem heutigen Video wird von allem etwas dabei sein, weil die Woche war recht angespannt bei mir, hatte viel nachzudenken. Aber was da kommt, da lasst euch einfach ein bisschen überraschen. Ich habe einfach ein kleines bunt gemischtes Video zusammengestellt und wünsche euch aber trotzdem mit dem kurzen Update von letzter Woche ganz viel Spaß. Heute werde ich wieder ein bisschen zu Hause arbeiten. Mein Plan für heute war eigentlich, dass ich noch den Fliesenkleber oder den Beton unter den Fliesen heute entfernen wollte. Dann kam heute Morgen ein Anruf vom Neffen. Er hat mich dann gefragt, ob ich denn helfen könnte, den Kautschuk zu verkaufen bzw. den Kautschuk aus den Bechern zu holen. Habe da heute Morgen geholfen. Wir haben also schon, der Kautschuk ist verkauft. Ich helfe da einfach immer gern, weil es ist einfach so, dass wenn ich mal was habe, wo ich den Neffen brauche, der kommt auch immer. So hilft die Familie einfach hier zusammen. Den Beton, den kann ich auch noch morgen denn abtragen. Kann ich jetzt denn heute auch mal ein paar kleine Sachen erledigen, die bei mir noch auf dem Plan standen. Musste ich eben jetzt noch, habe ich die eine Steckdose abgeändert mit dem Wasserschutz. Einmal, wenn der Regen vielleicht da drauf fällt, das war meiner Frau ganz arg und das habe ich jetzt dann auch abgeändert. Da ist jetzt eine wasserdichte Steckdose oder halt die Abdeckung. Werde dann im gleichen Zug auch noch eine Solarlampe montieren, die ich gerne noch anbringen möchte, um den Weg hinter mir ein bisschen auszuleuchten. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Und wenn ich dann schon auf der Leiter oben bin, habe ich mir jetzt auch online so einen Wi-Fi-Extender, also um die Reichweite zu erweitern, gekauft, um einfach, ja, sage ich mal, auch im hinteren Bereich von unserem Grundstück dort eine vernünftige Wi-Fi-Ausstreuung zu haben. Erhoffe ich mir zumindest, bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe mir da jetzt auch ein Gerät von TP-Link gekauft. Ich bin da einfach ein Fan von TP-Link. Keine Angst, ich bekomme da kein Geld dafür, dass ich die empfehle oder so, aber es ist einfach meine eigene Erfahrung. Auch die Überwachungskameras, die wir haben, sind von TP-Link und den möchte ich halt hier an unserem neuen Geräteschuppen da heute anbringen. Und der weitere Gedanke ist dann auch noch hier eine Überwachungskamera anzubringen, weil auch in dem Schuppen dann natürlich was drin ist, wo ich ein bisschen überwacht haben möchte, auch wenn da ein Schloss dran hängt, aber das ist einfach so der Plan für heute. Da seht ihr, da habe ich jetzt eben schon angefangen, habe hier die Abdeckung montiert, ist also spritzwassergeschützt, da kann jetzt nichts mehr passieren, das ist in Ordnung. Ich bin zwar kein gelernter Elektriker, aber habe mir das einfach so angeeignet, habe mich da viel belesen. Klar, ich sag mal, aus der Kfz-Branche war ich auch schon mit Elektrik ein bisschen behaftet. Derjenige, der das einfach nachmachen möchte oder auch am Strom arbeiten möchte, dem möchte ich einfach nur empfehlen, schaut vorher einfach Sicherung vorher rausnehmen. Schaut, überzeugt euch auch nochmal, dass da wirklich auf den Leitungen kein Strom ist, weil das kann unter Umständen dann wirklich auch mal tödlich enden. Deswegen ist einfach mein Rat, also wenn ihr da mit Strom arbeitet, schaut einfach immer wirklich, dass der Strom auch abgeschalten wurde und versichert euch da auch nochmal mit einem Stromprüfer, mit einem vernünftigen, ob der Strom drauf ist oder nicht. Und dann könnt ihr an den Anlagen dann arbeiten, weil vorher, sag ich mal, ist es einfach ein Spiel mit dem Tod, meiner Meinung nach. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Der Solarspot hängt nun auch. Da habe ich wie immer den Solarspot von JD eben ausgewählt. Ich bin damit sehr zufrieden. Kaufe eigentlich immer nur die Solarspots von JD. Auch das soll keine Werbung sein. Dass der mir hinter mir den Weg ausleuchten kann. Bin gespannt, wie das denn heute Abend sein wird.
werde mir das Ganze anschauen, ob ich da eventuell noch ein bisschen was einstellen muss. Jetzt werde ich noch die Steckdose setzen für den Wi-Fi-Extender. Die Steckdose und den Wi-Fi-Extender habe ich nun auch montiert. Das funktioniert auch schon soweit. Mir war eben wichtig, dass das jetzt mit dem Wi-Fi-Extender hier abgeschlossen ist, weil ich mir da auch noch einen weiteren kaufen möchte, den ich dann vorne am Grundstück irgendwo positionieren möchte, dass ich dann quasi auf dem ganzen Grundstück einfach schön mit Internet surfen kann, egal wo ich sitze. Das Tagesziel also somit erreicht. Jetzt werde ich noch die Tiere füttern gehen. Jetzt bin ich gerade bei meinen neuen Hühnern. Habe gedacht, dass ich euch da nochmal ein kleines Update noch zeige. Habe jetzt mittlerweile auch hier eingestreut mit der Reisschale. Habe die neuen Hühner jetzt auch beringt. Die haben jetzt einen kleinen Ring bekommen. Ich habe das so gemacht, dass ich die alten Hühner mit einer anderen Farbe bestückt habe. Werde aber das bei den alten Hühnern auch noch mal ein bisschen abändern. Die bekommen auch noch mal andere Ringe. So kann ich die jetzt unterscheiden, weil ich habe jetzt diese Woche schon das Problem gehabt. Ich bin, glaube vor 2 Tagen bin ich hierher gekommen, habe morgens gefüttert, bin in den Stall von den alten Hühnern rein. Bin dann erstmal erschrocken, weil ich gedacht habe, es sind einfach ein bisschen wenig Hühner. Habe dann durchgezählt, es waren dann 31. Hatte dann die erste Vermutung, dass vielleicht Diebe bei uns auf die Farm gekommen sind und mir Hühner geklaut haben. Hat sich dann aber nachher herausgestellt, dass das nicht so war. Gott sei Dank. Habe dann mal kurz noch in den anderen Stall rüber geschaut und da war dann auf einmal alles voll. Und dann habe ich wieder gewusst, was passiert ist. Habe dann auch schnell das kleine Loch gefunden, wo die schon wieder hin und her gegangen sind. Das ist mittlerweile auch schon wieder repariert. Die haben sich mittlerweile komplett an mich gewöhnt. Das ist okay. Die lassen sich von mich berühren, lassen sich von mir umeinander tragen. Ja, sind glücklich jetzt mit der Reisschale. Viel glücklicher als in den Legeboxen, wo sie vorher waren. Ich finde das schön. Ich genieße das einfach hier auch mal 5 Minuten oder 10 Minuten einfach nur im Stall zu sitzen und den Hühnern zuzuschauen. Die einstreuen mit der Reisschale. Sie graben da fleißig umher. Hier diese Fressrinnen, wo ich gemacht habe. Die haben die neuen Hühner ehrlich gesagt besser angenommen als die alten Hühner. Aber die alten Hühner mittlerweile auch. Ja, sind alle glücklich. Die kleine dicke Madame hier gräbt auch fleißig. Ich werde das jetzt öfters machen, hier einfach mit Reisschale einstreuen. Ihr seht, meine Wasserbehälter habe ich noch nicht abgeändert. Wie gesagt, sie lassen sich von mir auch berühren. Komm mal her. Da, eine Dame, mittlerweile keine Angst mehr. Bevor ich nach Hause fahre, wollte ich euch auch noch was mitteilen, weil der ein oder andere hat ja auch schon mal in den Kommentaren geschrieben, wie es den neuen Fischen geht, die ich damals eingesetzt habe. Wer das Video von den neuen Zuschauern vielleicht noch nicht gesehen hat, dem würde ich das einfach oben schnell kurz verlinken. Den Fischen geht es soweit gut. Ich habe da wirklich viele davon durchbekommen, würde ich mal behaupten, weil ich sehe sie jetzt mittlerweile immer, wenn ich hinten am Teich oder am See den fütter, habe ich gesehen, dass die kleinen Blattaptim, also der rote Talapia, dass der ordentlich umherschwimmt, also somit hat er einiges überlebt, auch von dem normalen Planin, diesen Talapia auch, da hat auch einiges überlebt. Habe jetzt auch gesehen, dass ich schon wieder wahnsinnig viele Brutfische drin habe. Ich weiß nicht, von welcher Fischart, da lasse ich mich dann einfach überraschen. Auf jeden Fall, da sind einige durchgekommen, die jetzt immer auch den Futterplatz angenommen haben, immer dort zum Futtern kommen. Also ja, das hat sich, denke ich, definitiv gelohnt,
damals die Fische einzusetzen. Ich hatte da irgendwo ein bisschen recht. Die Natur wird das selber regeln. Klar sind da auch Raubfische drin, aber das ist in der normalen Natur auch nicht anders. Wenn da Brut im Wasser ist, die einen werden gefressen, die Stärkeren überleben. Habe aber gesehen einfach, dass da einiges auf jeden Fall noch übrig ist. Zu Hause angekommen, zeige ich euch gerade noch mein aktuelles kleines Sorgenkind. Coco, also mein Rüde, musste vor 3 Tagen mal wieder notoperiert werden. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo außerhalb einen Knochen genehmigt. Der Knochen, der hat ihm nicht gut getan. Anscheinend hat es ihm irgendwie den Darm verstopft. Auf jeden Fall konnte er jetzt lange Zeit nicht ausgiebig auf Toilette gehen. Mittlerweile geht es ihm aber wieder besser. Bin ich froh drüber, weil es hat mir wirklich große Sorgen gemacht, weil er an dem Morgen, an dem das so akut war, nichts mehr gefressen hat. Aber sichtlich, ja, sage ich mal, wahrscheinlich Schmerzen gehabt hat. Der Tierarzt kam dann Gott sei Dank am Mittag, hat ihn dann operiert. Jetzt geht es ihm auf jeden Fall wieder besser. Insgesamt muss er 5 Tage Medikamente nehmen, bis das dann hoffentlich wieder gut ist. Da seht ihr jetzt den jungen Mann da. Hä? Coco? Okay, ja, ja. Hat er ein bisschen abgenommen, der junge Mann. Ja. Ja, so viel dazu, zu meinen Hunden. Cola geht's gut. Die begleitet mich gerade immer jeden Tag auf die Farm wieder. Und mal schauen, wenn Coco dann auch mal wieder mit dabei sein kann. Zudem wollte ich euch auch noch ein kurzes Update geben von meiner Kokosnusspalme, die ja die eine Blüte bekommen hat. Die sieht bisher ganz gut aus. Ich hoffe, dass da wirklich Kokosnüsse kommen. Ich wässere sie regelmäßig, kümmere mich um sie. Da seht ihr jetzt die Blüte, die mittlerweile schon aufgegangen ist. Bin gespannt, wie es denn jetzt weitergeht. Dann ist mir noch was an der Palme aufgefallen, wo ich jetzt in Zukunft ein bisschen aufpassen werde. Bisher bin ich immer unbedarft durch Kokosnusspalmen durchgelaufen. Aber wenn ihr jetzt hier seht, was da hängt, ist eine Schlangenhaut. Das heißt, dass ich jetzt auch in Zukunft denn bei meinen Kokosnusspalmen, ob es zu Hause ist oder auf der Farm, da auch ein bisschen vorsichtiger durchlaufen werde. Nicht, dass mir da irgendwann mal denn auf der Schulter denn eine Schlange sitzt. Das möchte ich nicht gerade unbedingt haben müssen. In dem Video werde ich euch einfach alles ein bisschen so zusammenstückeln, was sich bei mir die letzten Tage so getan hat. Aber ehrlich gesagt muss ich euch sagen, war ich die letzte Zeit wirklich, oder die letzten paar Tage einfach, seitdem das hier mit den Fliesen passiert ist, sehr ratlos. Habe nicht gewusst, was ich tun soll. Mittlerweile habe ich eine Entscheidung getroffen und ich denke, die Entscheidung ist ganz gut. Ein lieber Zuschauer von meinem Kanal, der hat mir auch geraten, ich soll einfach den Boden anschleifen, dann den neuen Fliesenkleber auftragen und die Fliesen verlegen und dann ist gut, noch die Lücken füllen, die hier sind. Dann ist mir von einem Freund, also von Martin, der mal hier war, der hat auch einen Kollegen in Deutschland, der Fliesenleger ist, der hat mir dann das Gleiche geraten. Der hat Martin halt einfach geschrieben gehabt, ich soll den Boden einfach auch anschleifen, die Lücken, die es da sind, die, sag ich mal, Hohlräume, die es da gibt, einfach füllen mit Beton oder Estrich und dann nachher den Fliesenkleber auftragen und dann einfach neu verfließen. Der Estrich, der hier liegt, der ist nicht schlecht. Wäre jetzt wirklich schade, wenn ich den einfach so rausspitzen würde. Mich komplett auf eine Arbeit zu konzentrieren, war diese Woche wirklich schwierig, weil ich die Geschichte mit dem Fliesen hier noch so im Kopf habe und das jetzt dann hoffentlich bald zügig dann auch einfach erledigt haben möchte. Diese ganzen Rillen hier, die werden wir noch verschließen, dass das alles schön eben ist. Auch die Fugen, die es hier gab, die werden wir verschließen. Zu den Säulen hier, da werden wir dann vernünftig Abschlüsse schaffen, das heißt mit Silikon um die Säulen legen, dass die Fliesen dann nachher auch ein bisschen arbeiten können, dass das dann hoffentlich einfach nicht nochmal passiert.
Heute Mittag wurde ich dann auch noch eingeladen. Ein Freund von mir, der hat sich einen neuen Traktor gekauft. Das ist hier in Thailand so Standard, dass das natürlich auch gebührend gefeiert wird. Die paar Szenen davon möchte ich euch natürlich auch noch mit einpacken. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder nur ein bisschen was zu Hause machen. Die Einweihung von dem Fahrzeug ist ein bisschen verschoben worden. Ist jetzt doch am Abend gewesen, weil die Leute alle beim Arbeiten waren. Hier ist der neue Traktor von der Marke Kubota. Das ist ein kleiner Personenkreis, der heute Abend hier bei meinem Freund sitzen darf. Quasi die Einweihung von dem Fahrzeug. Ich hoffe, das Fahrzeug wird nachher nochmal gestartet. Zumindest hat mir das der neue Besitzer versprochen. Hier wird am Lagerfeuer gesessen, zusammen gegessen. Gibt natürlich schön leckeres Thai-Essen. Der Besitzer sitzt dort. Ich finde es auf jeden Fall interessant, heute hier dabei zu sein. Für meine nächsten Videos habe ich was Interessantes geplant. Es lohnt sich also definitiv, an meinem Kanal dran zu bleiben. Da schaut einfach, was euch in Zukunft erwartet und schaut fleißig weiter meine Videos. Ich komme jetzt nun zum Schluss von dem Video. Ich hoffe, euch hat das kurze Update gefallen. Ihr dürft mir natürlich auch wie immer fleißig in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche zündende Ideen habt bezüglich den Fliesen oder ja, zu allen anderen Dingen, die ihr hier mit dem Video gesehen habt, dürft ihr mir eure Meinung gern kundtun. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr denn dieses Video auch fleißig kommentiert, liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann einfach nicht, die Glocke zu aktivieren. Denkt einfach daran, es kostet euch wirklich kein Geld, meinen Kanal zu abonnieren. Das kostet euch weder viel Zeit noch Geld. Das ist einfach nur ein Klick. Mir bereitet ihr da eine riesen Freude mit. Das tut allen YouTubern gut. Das ist für uns einfach eine Bestätigung, dass man ja, irgendwo auf dem richtigen Weg ist. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Zeit. Bleibt wie immer gesund. Passt auf euch auf. Und ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.